Was häkelst oder strickst du aus 2 Knäuel Wolle? Dazu fällt mir ein, eine Mütze, ein Loop oder Stulpen oder Socken oder dieses Travellino-Tuch, das ich für euch designt habe als Dankeschön für meine 10.000 Abonnenten bei YouTube. Und was strickt ihr aus 2 Knäuel Wolle? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, ich würde mich sehr freuen. Jeder Kommentar hilft meinem Kanal, unterstützt meine Arbeit und ist sehr förderlich für den Algorithmus, was in Zeiten, in denen die künstliche Intelligenz immer dominanter bei YouTube wird, sehr wichtig ist. Das Travellino-Tuch, das ich designe, um mich bei euch zu bedanken für die 10.000 Abonnenten. Einfach sehr viele verschiedene Varianten ausprobiert habe, also verschiedene Garne und euch zeigen möchte, wie unterschiedlich es wirkt. Hier zeige ich euch nun das Travellino-Tuch in seinen verschiedenen, ja, ich möchte gar nicht sagen Varianten, weil im Prinzip ist es immer das Gleiche, aber durch die Garnveränderung verändert sich natürlich auch das Tuch. Und ich stelle dann die Tücher auch im Einzelnen vor. Was ich nur vorneweg jetzt noch zeigen möchte, ist, dass ich, um das Tuch zu drapieren, nichts weiter brauche, weil ich durch die Löcher alle Möglichkeiten habe, das Tuch, so wie ich es haben möchte, zu fixieren. Also ich habe es jetzt hier einfach mal so eingefädelt. Ich könnte es jetzt da unten nochmal einfädeln, also da gibt es viele Möglichkeiten. Ich kann es auch einfach lose hängen lassen oder eben so einseitig über die Schulter hängen. Also ich denke, da muss ich keine Styling-Tipps geben, das weiß jeder selber. Aber das sieht man schon, hier wird es jetzt runterfallen. Das heißt, hier wäre es dann auch eine Option, durchziehen und drüber hängen und dann hält es. Und wenn es mal runterfällt, dann fällt es ja auch nur dahin. Also ich hoffe, euch gefällt die Idee und jetzt zeige ich die einzelnen Tücher. Dann zeige ich euch die Tücher der Reihe nach und sage was zum Material. Das hier ist die Mohair Luxe Lamé, also mit einem Glanzfaden drin. Das war mein erstes. Deswegen stimmt auch nicht alles in der Technik, will ich auch gar nicht so toll zeigen. Aber es ist super fluffig, gefällt mir total gut und hat sich auch super schön und schnell gestrickt. Dann habe ich als nächstes, das war nicht das nächste, aber das ist jetzt eben noch nicht fertig, das ist aus der Baumwolle Echt, das wird ein bisschen schwerer. Das denke ich ist eher so ein dekoratives Tuch, weil Baumwolle jetzt auch nicht so wärmt. Aber zeige ich euch gleich nochmal, vielleicht mit einem Blazer. Aber es ist noch nicht fertig, es wird auf jeden Fall noch länger. Das gleiche gilt für das Weiße, das ist aus einer Merino mit Tencel. Und da habe ich ein Garn genommen, das gerade ausläuft. Das ist die Patina, also das heißt Patina von Atelier Citron. Das heißt, die dürftet ihr jetzt auch günstig bekommen. Und das ist im Moment ein Knäuel. Ich denke, ich werde 2 verstricken. Und da gibt es auch sehr schöne Farben. Und das ging richtig super schnell. Und was ganz Besonderes ist das Tuch hier, aber ich weiß nicht, ob man das Garn noch bekommt. Das ist die Kizeta Pearl von Schulana. Habe ich, glaube ich, auch gerade schon bei der Aufnahme gut zeigen können. Und es ist halt sehr edel. Ja, und bislang, glaube ich, ein Knäuel. Nein, das waren schon 2 Knäuel, genau. Da muss man einfach schauen, ob man noch was irgendwo findet, weil es ist natürlich nicht nur dekorativ, sondern auch schön kuschelig. Die Konstruktion für das Travellino-Tuch ist relativ einfach. Man beginnt hier unten in der Mitte und hier wird immer eine Muschel zugenommen und am Rand sind es pro Reihe auch 2, also eine, das ist ja die aus der vorhergehenden Reihe nur versetzt, sodass ich pro Reihe immer 2 Muscheln auf jeder Seite dazu gewinne. Und daraus ergibt sich dann dieser flache Look, sodass über dem Rücken nicht so viel Material fällt und man schön eine Jacke oder einen Mantel darüber tragen kann. Für den Anfang häkle ich 10 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und schließe diese zu einem Ring.
So, in diesen Ring kommt jetzt nochmal 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, noch eine. Und die erste Reihe ist die mit den Muschelstäbchen. Das heißt, in den Ring kommt jetzt ein Stäbchen, ein Doppelstäbchen, ein Dreifachstäbchen, wieder ein Doppelstäbchen und ein einfaches Stäbchen. Jetzt folgen 2 Luftmaschen und jetzt ist hier die Mitte von dem Tuch. Das heißt, die ganze Muschel wird jetzt nochmal wiederholt. Ein Stäbchen, ein Doppelstäbchen, ein Dreifachstäbchen, ein Doppelstäbchen und ein einfaches Stäbchen. Und jetzt bin ich quasi an dem Seitenteil, also das später am Nacken ist von dem Tuch. Und die Reihe endet immer mit 5 Luftmaschen, also mit der Hälfte von 10. 3, 4, 5. Und jetzt kommt ein Vierfachstäbchen, um die zweiten 5 Luftmaschen auszugleichen. Das heißt also, Anfang und Ende entsprechen immer 10 Luftmaschen, aber am Ende der Reihe macht es keinen Sinn, die 10 Luftmaschen zu häkeln, weil dann bin ich ja mit der Nadel da unten und ich möchte die nächste Reihe beginnen. So, Beginn der Reihe sind immer 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, und das ist jetzt mein erster Bogen. Und jetzt kommt die Rückreihe oder die zweite Reihe. Und da habe ich eine feste Masche und 6 Luftmaschen dazwischen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und jetzt gehe ich in die vermeintliche Mitte von den Muscheln. Und zwar nach 3 Stäbchen ist für mich die Mitte, da gehe ich durch. Man könnte natürlich auch oben in die Mitte reinhäkeln, aber ist mir zu anstrengend. Und am Ende sieht man den Unterschied kaum. So, und jetzt habe ich 6 Luftmaschen, 2, 3, 4, 5, 6. Und das hatte ich ja vorhin gesagt, ist die Mitte. Und jedes Mal in der Mitte habe ich eine Sonderrolle. Das heißt, da mache ich einmal in die Mittelschlaufe auch eine feste Masche. 3, 4, 5, 6. Und jetzt wieder 6 bis zur Mitte der Muschel. Wieder eine feste Masche. Und jetzt nochmal 6, 2, 3, 4, 5, 6. Eine feste Masche in den Anfangsbogen. Und jetzt kommen die 10 Luftmaschen, das heißt 5, 2, 3, 4, 5 und ein Vierfachstäbchen. So, und jetzt wieder 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und damit ich die Mitte nicht vergesse, setze ich jetzt hier einen Maschenmarkierer. In der Muschelreihe hat es keine Bedeutung, sondern nur in der Reihe mit den 6 Luftmaschen und einer festen Masche. So, jetzt bin ich wieder in der Muschelreihe. Das war meine letzte Runde oder mein letztes größeres Loch. Das heißt, hier kommt jetzt wieder eine Muschel rein. Also ein Stäbchen, ein Doppelstäbchen, ein Dreifachstäbchen, ein Doppelstäbchen,
ein einfaches Stäbchen, 2 Luftmaschen und dann kommt die nächste Muschel in das nächste Loch rein. Und ich glaube, jetzt kann man es schon langsam erkennen. Das heißt, in jeden dieser Bögen kommt jetzt eine Muschel. Jetzt zeige ich die Muschel noch mal langsam. Ein Stäbchen heißt ein Umschlag. In den Bogen rein, Faden holen, einmal durch 2 und nochmal durch 2 durch. Das war ein Stäbchen. Jetzt kommt das Doppelstäbchen, da mache ich 2 Umschläge, hole den Faden, gehe durch 2 Schlaufen durch, nochmal durch 2 und nochmal durch 2. Und jetzt kommt das Dreifachstäbchen, das heißt, ich hole 3 Umschläge, hole den Faden und jetzt wieder immer 2 Fäden, ein Durchzug. Und jetzt kommt wieder ein Doppelstäbchen, Faden holen. Und da habe ich beim Doppelstäbchen 4 Umschläge auf der Nadel und immer 2 werden zusammen abgemascht. Und beim einfachen Stäbchen habe ich 3 Umschläge auf der Nadel, das heißt, ich masche nur zweimal ab. Jetzt folgen 2 Luftmaschen und die nächste Muschel. Und was jetzt auch ganz schön ist, man passt hier immer mit 2 Fingern rein. Das heißt, man kann hier schön den Bogen aufziehen und damit dann auch schön diese Muschel flott häkeln. So, und über die Mitte gehe ich einfach drüber hinweg. Und jetzt bin ich beim letzten Bogen angelangt. Also hier war der Anfang. Das ist die letzte Muschel in der Reihe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 2, 2, 2. Und jetzt wieder 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und das ist quasi, diese Löcher sind immer die Zunahme. Und das ist ja das Ziel, dass das Tuch am Schluss nicht so eine lange Spitze bekommt, sondern eben eine Breite. So, jetzt wird die Arbeit wieder gewendet. Jetzt kommt wieder die Luftmaschenreihe. Das heißt also, ich habe hier eine feste Masche in den ersten Bogen, 6 Luftmaschen, eine feste Masche und so weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier erfolgt die feste Masche. Und jetzt nochmal langsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bei dem Garn kann man auch wunderbar zählen. Und hier sind meine 5 Stäbchen, das größte in der Mitte. Und nach dem größten steche ich ein, hole den Faden und mache eine feste Masche. Und jetzt bin ich hier in der Mitte angelangt. Und in der Mitte, da habe ich eben die einzige Ausnahme. Ich gehe also nicht gleich hier rüber, sondern mache hier eine zusätzliche feste Masche, um hier auch eine dazu zu gewinnen. Das heißt also, der Bogen wird an beiden Seiten erweitert, aber in der Mitte langsamer als an den Seiten. So, jetzt habe ich also wieder 6, 5, 6 und hier eine feste Masche, die zeige ich jetzt auch noch mal. Faden holen,
Dann habe ich 2 Schlaufen auf der Nadel und ziehe den Faden einmal durch. Das ist dann eine feste Masche. So, nachdem das meine Mitte bleibt, setze ich jetzt an der Stelle den Maschenmarkierer eins höher. Also ich würde das tun, ich habe es nämlich am Anfang nicht getan und habe so und so oft drüber hinweg gehäkelt und musste dann wieder zurück. So, und immer wenn ich in den letzten Bogen das Muster fortgesetzt habe, kommt dieses 10er-Loch entweder mit 10 Luftmaschen oder 5 Luftmaschen und einem Vierfachstäbchen. So, ich glaube, jetzt kann man das ganz gut erkennen. Ja, den Faden habe ich vorhin gleich mit umhäkelt. Schneide ich aber noch nicht ab, weil vielleicht geht er noch mal einen Schritt zurück, weil Baumwolle rutscht immer leicht raus. Und jetzt seht ihr hier 1, 2, 3, 4, 5. Also hier habe ich praktisch meinen neuen Bogen und somit wird es immer ergänzt. Und hier kann man auch zählen, 1, 2, 3. Also das heißt, hier ist die Mitte. Ja, und jetzt häkle ich meine Weile. Ich bin mir sicher, euch fallen auch noch ganz viele Drapiervarianten ein, denn durch die Möglichkeit, dass ich es fixieren kann und auch überhaupt durch den Schnitt, eröffnen sich viele Drapiermöglichkeiten. Natürlich könnte man das Tuch auch so richtig schön groß voluminös machen. Das mache ich vielleicht auch noch und dann zeige ich die Bilder bei Instagram. Aber im Moment ist es eben so, dass ich schauen wollte, dass endlich diese Anleitung online kommt. Und da war keine Zeit für große Tücher.